Seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es um eine wirklich brachiale Akkukettensäge. Ihr werdet gleich sehen, was da alles mit dabei ist. Und zwar kommt diese von Haichika, nennt sich CS40B. Und wenn ihr das wissen wollt, was da alles mit bei ist und wie das Ganze funktioniert, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Ja, von Haichika hatte ich ja hier schon mal einen Akkuschrauber vorgestellt. Ich verlinke euch das Video dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Heute soll es um eine 36 Volt Akkukettensäge gehen mit einem 35,5 Zentimeter langem Schwert. Die Kettenlaufgeschwindigkeit ist bei der Säge zweifach verstellbar. Das heißt, ihr habt noch einen Gang, der das Ganze ein bisschen runterregelt. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte vielleicht irgendwelche Kunstschnitte machen oder sowas, gibt es ja mittlerweile auch Leute, die sich mit Kettensägen da austoben. Wir haben eine Kettenlaufgeschwindigkeit einmal von 16 Metern pro Sekunde und einmal von 12 Metern pro Sekunde. Das ist üblich für solche Akkukettensägen, wenn ihr Benziner habt, die sind dann so bei 25 Meter pro Sekunde. Es gibt natürlich auch Geräte, die wesentlich schneller laufen. Deswegen immer auf eine scharfe Kette achten. Wenn ich eine Ersatzkette finde, verlinke ich euch das auch unten. Es lohnt sich sowieso immer mal unten auch in die Videobeschreibung reinzugucken. Da verlinke ich dann immer noch mal was zum Zubehör, zum Beispiel Öl und auch Schnittschutzhandschuhe und ein Helm und sowas. Ist alles unten dann verlinkt, also auf jeden Fall da mal reinschauen. Kosten tut das Ganze übrigens ungefähr 150 Euro, kommt immer auf den Tagespreis an. Ich habe das Produkt unten verlinkt. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis anrufen. Allerdings kommt das Gerät mit zwei Akkus, jeweils 4 Ampere-Stunden an Kapazität und einem Schnellladegerät, also das ist alles gleich mit dabei. Kette ist mit dabei, Schmiermittel ist mit dabei. Ich würde sagen, wir packen es mal aus und wir gucken uns das mal etwas genauer an. Ja, so sieht es dann aus, wenn es dann zu euch kommt. Ihr packt das dann aus. Es ist eine Bedienungsanleitung mit dabei, die ist mehrsprachig gehalten. Natürlich ist auch Deutsch mit dabei. Da braucht ihr euch nicht irgendwie auf Chinesisch oder ähnlichem durchhangeln. Zwei Akkus sind mit dabei, wie gesagt, ein Schnellladegerät ist mit dabei, das die Akkus in ungefähr 2 Stunden dann wieder auflädt, weil wir haben hier, glaube ich, 2 Ampere. Jawohl, 2 Ampere leistet das Ladegerät, 4 Amperestunden sind hier drin in den Akku. Das heißt, ihr müsst ungefähr 2 Stunden dann damit rechnen. Ich habe den jetzt schon mal reingesteckt, denn die kommen nur teilgeladen zu euch. Die sehen dann so aus, das heißt, sie sind ungefähr 3/4 voll. Und die sollte man dann natürlich beim ersten Mal laden. Wir haben hier eine Sägeschiene, die sieht so aus. Die Lackierung wird natürlich dann irgendwann abgehen. Und ihr seht, wir haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze schnell zu spannen. Das ist nämlich hier in dem Gerät dann gleichzeitig mit verbaut. Das müsst ihr dann natürlich abbauen und dann auf eine andere Sägeschiene bringen, wenn die denn irgendwann mal gewechselt werden soll. Also da braucht ihr nicht das ganze Zeug hier mitkaufen, sondern das lässt sich dann ganz einfach auch wechseln. Ihr wisst, 35 cm ist die Schwertlänge. Das ist für eine Akkukettensäge wirklich schon gewaltig. Und schaut mal, was hier auf der anderen Seite noch drauf steht. Wir haben das Ganze im Brushless-System. Das heißt, der Motor ist ohne Bürsten aufgebaut und arbeitet digital. Das heißt, die Lebenserwartung ist hier deutlich länger. Und wir haben natürlich auch weniger Wartungsarbeit. Dann haben wir hier nochmal so einen Schwertschutz mit dabei. Das ist einfach nur aus Plastik gemacht, ist aber ausreichend. Eine Kette ist auch mit dabei, die sieht so aus. Ihr könnt euch das hier gleich mal aufschreiben. Ich verlinke euch eine Ersatzkette natürlich dann auch unten. Aber damit ihr schon mal seht, was da für eine Kette drauf gehört, hier einmal abgebildet. Und Öl ist auch mit dabei. Sieht so aus. Das ist dann für die Kettenschmierung gedacht. Das müsst ihr dann auf jeden Fall bei der ersten Inbetriebnahme auch erstmal ausprobieren, ob da überhaupt Öl gefördert wird. Wenn nicht, dann einfach die Kette so lange erstmal laufen lassen im Leerlauf, dass dann das Ölfördersystem gereift und die Kette geschmiert wird. Ansonsten läuft die Kette heiß und wird euch vielleicht reißen. Das wäre natürlich nicht so toll. An der Seite hier wird das Öl eingefüllt. Ihr habt hier noch ein Fensterchen, damit ihr mal seht, wie viel Öl hier auch enthalten ist. Wir haben hier einen Handgriff, der ist komplett aus Hartkunststoff. Das heißt, der ist nicht nochmal überzogen mit irgendwie Gummi oder sowas. Aber liegt erstmal recht gut in der Hand, ist rechtfertig gearbeitet und dadurch auch super entgratet. Ist so ein bisschen geriffelt das Ganze, damit man die Säge auch sicher halten kann. Hier vorne am Griff ist nochmal eine Metallverstärkung mit dran. Bei ganz günstigen Sägen ist das ja immer aus Plastik gedacht. Hier haben wir die Akkuaufnahme. An beiden Seiten wird ein Akku eingelegt und hier können wir dann den Eco-Modus zum Beispiel einstellen, dann läuft die Kette etwas langsamer. Bei den meisten Arbeiten wird das hinreichen und ihr könnt damit zum Beispiel auch die Akkulaufzeit natürlich etwas verlängern. Zur Akkulaufzeit kann man jetzt noch nicht sagen, dafür muss ich erstmal die Säge dann ausprobieren. Bei anderen Sägen in der Klasse liegt die Schnittleistung bei 10x10 Holz etwa so bei 90 Schnitten. Ich denke mal, da wird sich diese Säge hier auch drauf einlassen. Wenn ihr die Säge schon zu Hause habt, könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wir werden nachher mal ein paar Schnitte
Schnitte damit ausprobieren. Hinten der Handgriff ist übrigens gummiert. Wir haben hier noch einen Sicherheitsschalter, damit wir das dann nur auslösen können, wenn wir hier die Sicherung dann auch betätigen. Und wie ich schon gesagt habe, haben wir hier einmal das Schnellspannsystem. Hier müsst ihr die Klappe dann abnehmen und dann könnt ihr die Kette und das Schwert dann hier montieren. Und dann könnt ihr das auch jederzeit nachspannen. Empfehle ich euch auch gleich bei den ersten Schnitten, wenn ihr, weiß ich, 5 Schnitte gemacht habt oder so, guckt mal, was die Kettenspannung sagt, denn eine neue Kette, die lenkt sich im Allgemeinen immer etwas im Betrieb, und damit euch die dann nicht vom Schwert fällt oder reißt oder euch dann um die Ohren fliegt, solltet ihr die Kettenspannung dann auf jeden Fall nochmal kontrollieren. Hier haben wir die Kettenbremse, die löst natürlich auch extrem schnell aus, das werden wir gleich im Betrieb uns auch nochmal angucken. Die Kettenbremse brauche ich jetzt nicht extra erklären, die ist dafür da, dass wenn die Säge nach oben schnellen sollte durch einen Kickback oder ähnliches, dass ihr da dann mit der Hand gegenkommt oder mit dem Arm gegenkommt, dann wird das Ganze ausgelöst und schon kommt die Kette zum Stehen. Ich baue die jetzt mal zusammen und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, so sieht die Säge dann komplett zusammengebaut aus. Ich habe jetzt schon die Akkus einmal drauf bestückt und die Kette ist auch gut gespannt. Die sollte sich nur etwa 1-2 mm abheben. Gerade bei Akkusägen ist die Kettenspannung in der Regel etwas stärker als bei Benzinkettensägen, so wie ihr das kennt. Aber das spielt sich dann alles ein und es steht auch in der Bedienungsanleitung drin, wie man das Ganze macht. Packen wir die Säge mal hier auf eine Waage. Ich habe ja hier diese Werkstattwaage. So, dann packen wir die mal drauf. Und wir sehen, die Säge hat ungefähr 5 Kilogramm, also wiegt schon einiges. Aber wie gesagt, durch die enorme Leistung, die die Säge hier bringt, allein durch das 36-Volt-System mit diesen beiden Akkus hier, da kommt dann halt ein bisschen Gewicht auch zusammen. Und in Anbetracht dessen, dass wir hier 35 cm Schnittlänge haben, ist das auch noch wirklich im erträglichen Maß. So, die Säge ist jetzt fertig aufgeladen. Ich habe die randvoll geladen, die Akkus. Ihr müsst, bevor ihr die in Betrieb nehmt, seht ihr, so funktioniert das nicht, müsst ihr einmal diesen Knopf drücken. Da könnt ihr dann auch das Ganze etwas runterregeln, wie gesagt mit 16 Metern und 12 Metern pro Sekunde. Wir nehmen jetzt mal hier volle Pulle und wir probieren uns mal an diesem dicken Stamm. Der hat ungefähr, na, ich schätze mal so 50 cm wird der wohl im Durchmesser haben. Ja. Das Schwert ist 35, noch was lang und dann bis hinten hin so ungefähr 50, 52 cm schätze ich mal. Und das probieren wir jetzt mal aus. So, das hat einwandfrei geklappt. So, die Akkus hat das jetzt noch gar nicht interessiert. Die sind also noch mit 3 Strichen auch geladen. Und dafür, dass das hier schon so ein Riesen-Otto war, ist das recht beachtlich. Jetzt nehmen wir mal Obstbaum.
So, dann probieren wir mal den Eco-Modus aus. Ich stelle jetzt hier auf Rot und dann gucken wir mal, ob wir das hier schaffen. So, nochmal im normalen Modus. So, jetzt wart ihr live mit dabei, was die Säge leistet, und ich muss euch wirklich sagen, die geht wirklich durch wie Butter. Ich habe wenig Vibrationen auf das Handgelenk gespürt. Wir gucken mal, was die Akkus jetzt sagen. Kann man das so sehen? Halte ich mal ein bisschen näher. Die haben immer noch 2 Balken auf jeden Fall. So sieht das aus. Also ein Balken verloren. Ich habe hier auf jeden Fall mehr als 10 Schnitte in Eiche gemacht. Das sind so Durchmesser von, sagen wir mal, ja, 16 cm. Ja, 16 cm ungefähr ist dieser Stamm. Ihr wisst, Eichenholz ist Hartholz. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für Sägen. Und wir haben auch den ganz großen Bollermann damit kaputt gekriegt. Wir haben in Fichte geschnitten, wir haben in Kiefer geschnitten, wir haben Obstbaum geschnitten. Alles war kein Problem. Ich habe einen Stechschnitt durchgeführt. Wir hatten dabei keinerlei Kickback. Dennoch solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr Stechschnitte macht. Das ist auf jeden Fall nichts, wenn ihr gerade eine Kettensäge das erste Mal in der Hand habt, um dort dann einzutauchen. Auch diese Lenkschnitte, die fordern der Kettensäge natürlich immer einiges ab. Und das hat sie hier alles mit Bravour gemacht, ohne dass hier irgendwie die Drehzahl eingebrochen ist. Auf der Eco-Stufe war es dann so, dass sie natürlich dann kurz mal angehalten hat. Dann geht man ein bisschen hoch und fängt dann nochmal von vorne an und dann funktioniert das auch. Aber wenn ihr jetzt mit der ganz normalen Stufe arbeitet, dann funktioniert das auf jeden Fall alles tadellos.
Ja, ihr habt doch gesehen mit dem Spanabtransport, dass es auch wirklich hervorragend funktioniert. Da ist ordentlich Späne unten rausgekommen, da gab es nichts, was irgendwie blockiert oder sonst irgendetwas. Und das ist alles ganz, ganz sauber erfolgt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dieser Säge hier haltet, ob das auch was für euch wäre. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es euch auf eine Idee gebracht hat oder ein paar Fragen geklärt hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.